Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind am Frieren, es ist kalt und es wird Zeit, dass wir ins Warme kommen. Und wir machen die finalen Steps für unseren Jimny, damit der Abfahrt bereit ist. Und zwar kommen heute die Hundebox ran. Wir haben ein Schutzblech, ein wie nennt man das? Unterfahrschutz. Unterfahrschutz fürs Verteilergetriebe. Das kommt unter den Jimny dran. Dann kommt zum Schluss der Schnorchel noch dran und Lichter, damit wir auch was sehen, wenn wir unterwegs sind. Weil die normalen Scheinwerfer am Jimny, ja, man kann auf der Straße was erkennen, aber wir wollen eine gute Beleuchtung haben. Wir wollen auch was sehen. Und ja. Die Fenster. Der größte Teil habe ich vergessen. Und zwar kommen hier ja neue Fenster rein, dass wir hier von außen nach innen reingreifen können. Die kommen hoffentlich jetzt demnächst an. Und das wird dann die größte Arbeit. Wir haben testweise die Hundebox, die wir jetzt endlich bekommen haben, schon mal in unserer Wohnung zusammengebaut. Und dachten, wir heben es dann hier rein. Passt aber nicht. Hätten wir uns eigentlich auch denken können. Das heißt, wir bauen jetzt die Box nochmal auseinander und dann nochmal da rein. Und dann denke ich gerade, müssen wir sie wieder auseinanderbauen, wahrscheinlich, weil wir dann das nochmal fürs Fenster rausmachen müssen. Vielleicht geht's. Wir müssen es aber testen. Wir müssen es testen. Also erstmal. Ich jetzt von der anderen Seite rein. Gibt es auch her, oder kann man es drehen? Kann man es ja auch drin tun. Guck mal. Das können wir natürlich rausnehmen, das ist der Griff. Oh. Glück gehabt. Kannst du auf der Rückseite... Magst du es hier einmal kurz festmachen? Das sieht doch gut aus. Passt. Und jetzt gucken wir mal, wie der Kühlschrank daneben aussieht. Und noch passt. Ui, ui. Ja. Oh, ja. Ja, prima. Super. Passt. Passt. Und direkt reingehüpft. Das Runde passt ins Eckige. Passt ziemlich gut zusammen alles. Wir lassen jetzt Peppy mal ein bisschen in der Box. Wir hatten sie schon in der Wohnung stehen, da konnte sie sich schon so ein bisschen dran gewöhnen. Und irgendwie ist Peppy auch so ein Boxenhund. Hat sie sich direkt reingelegt und fand das irgendwie gut. Jetzt gucken wir mal, wie sie sich, wenn wir jetzt hier so rumwerkeln, drin verhält. Ob sie sich da drin wohlfühlt, ob sie genug Platz hat. Und wir gehen so lang unters Auto. Wir machen das jetzt auch absichtlich noch nicht fest, weil ja das komplette Konstrukt noch mal raus muss für die Fenster. Falls wir noch keine Lösung für den Raum hier finden, diese Woche, schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr das nutzen würdet. Gerade sind wir noch ein bisschen überfordert, was wir mit dem Raum machen sollen. Eine Sache, die hoffentlich nicht allzu lange dauert, ist der Unterfahrschutz. Der kommt und das Verteilergetriebe, das ist so die sensibelste Stelle beim Jimny. Man kann irgendwie so 3, 4 verschiedene unten drunter machen, aber das wurde uns sehr empfohlen, das zu machen. Deswegen fangen wir mit dem erstmal an. Also das ist eigentlich schon genau passend für unser Modell. Ich habe gerade schon mal geguckt, worum es rankommt. Die Löcher sind auch schon alle da. 2 Schrauben sind auch schon da. Da setzt man das quasi, da nimmt man die Schrauben einmal raus, setzt den Unterfahrschutz dazwischen, die Schrauben wieder ran. Und auf dieser Seite, da sind Schrauben dabei und da sind schon Löcher auf dieser Seite. Und dann sollte im besten Fall alles passen. Und es sollte recht flott gehen, aber
Ihr wisst ja, wie es ist. Was muss ich jetzt machen? Wahrscheinlich das einmal. Halten oder was? Ja, da. Waren da nicht Ding dabei, Schrauben? Ja, für die andere Seite. Achso, für die Seite nicht. Nee. Kleiner Tipp auf jeden Fall, diese Schrauben vorher da rein justieren, bevor man das Blech dran macht. Sonst muss man das zweimal machen. Warum hast du denn so ein verkrampftes Gesicht? Wenn die Nase gefilmt wird. Wer hat dich denn engagiert? Ein Film von da und nicht von unterm Kinn. Ist denn wenigstens schon alles bereit? Das sieht doch mal richtig cool aus. Jetzt bin ich fast gewillt zu sagen, wir machen die anderen Bleche auch noch. Ist ja nicht nur cool, sondern Ja, das ist mir schon klar. Deswegen haben wir ja nur das genommen, weil das Verteilergetriebe sollte auf jeden Fall abgedeckt sein. Das haben wir jetzt schon mal, das war auch super einfach anzubringen, weil eben schon die Löcher alles vorbereitet waren. Aber das ist richtig cool. Der Stecker ist auch abgedeckt. Passt. du ja hochkrampfst. Wieso wie ich hochkrampfe? Das sieht doch elegant aus. Und der will ins Dachzelt. Wo ist das? Ich bin da noch nicht so firm. Ah, ja. Nicht ganz so oft gemacht wie bei unserem Ducato. Von unterm Auto geht es gleich aufs Auto und ins Auto, denn wir wollen jetzt unsere Zusatzscheinwerfer einbauen. Und dafür müssen wir eigentlich die Batterie rausnehmen, damit noch ein Kabel nach drin gelegt wird, um einen Schalter zu verbauen. Wir wollen die einmal aufs Fernlicht setzen, aber auch, dass wir sie ausschalten können, falls es mal irgendwie stark regnet oder schneit. Damit die nicht immer mit angehen, wenn wir die Fernlichter anmachen. Weil die oben aus Roof Rack kommen. So, zur ganzen Erklärung. Und dafür müssen wir vielleicht noch die Batterie ausbauen, aber ich glaube, wir machen das erstmal ohne Schalter. Weil den Schalter haben wir auch noch nicht. Und dann probieren wir es erstmal aus, ob es funktioniert. Es wird aber alles noch ein bisschen tricky, weil wir noch nicht so genau wissen, wie wir mit den Kabeln rauskommen. Wir hatten da eine Idee, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob das funktioniert. So. Das sind unsere Zusatzscheinwerfer. Die kommen oben ans Roof Rack. Und ich glaube, damit fangen wir auch an, dass wir schon mal so eine Position wissen und dann müssen wir es verkabeln. Das wird ein bisschen komplizierter. Deswegen fangen wir erstmal damit an, die Lichter anzubauen. Also wenn vorne dran geht, natürlich vorne dran. Sonst hätten wir noch die Option, die so anzubringen. Oder? So, Halterung für die Lampe sind drin. Einmal geht dieser Fuß nach außen und einmal nach innen aus Platzgründen und hier, weil sonst das Kabel im Weg ist. Jetzt müssen wir gucken, ob das passt mit der Lampe. Quasi.
genau die Platte, die zu viel ist. Ja? Es ist noch immer gut gegangen. Ja, du bist schon, also ja, obviously knock bist schon du schon dran. dran. Also müssen wir das einfach nach innen, wir müssen die nach innen kriegen. Voll. Leider sind die vorgefertigten Halterungen für die Lichter nur so montierbar, dass das Licht entweder nach oben steht oder nach unten guckt, aber nicht an so einer Schiene nach vorne wegsteht. Und deswegen ist uns jetzt gerade nur möglich, diese Füße nach außen zeigen zu lassen, statt nach innen, weil hier das Kabel erstmal im Weg ist und diese Schrauben dann auch irgendwie zu groß sind, beziehungsweise mit der Unterlagscheibe. 2 mm vielleicht. Ja, aber dass die Schienen nach außen zeigen, das geht auch nicht, weil dann sind sie zu breit für unseren Dachträger. Also es ist verflixt. Egal wie wir es gedreht und gewendet haben, es passt nicht. Wir haben eine Schraube gefunden, die so flach ist, dass es hinter der Lampe vorbeigucken kann. Die ist aber nicht optimal, weil der Schraubenkopf nicht so richtig passt. Heißt Baumarkt. Es gibt eine Fahrt zum Baumarkt. Ein Projekt ohne Baumarkt würde ich gerne mal wissen. Neue Schrauben, neues Glück. Wir sind uns immer noch nicht sicher, ob das genau passt, aber Wir wollen es noch nicht aufgeben, weil Genau. so würde es am besten passen. ja, so ist es. Das dachten wir geht schneller. Da mussten wir doch ein bisschen improvisieren, aber ist dran und sieht doch mega aus. So, wir haben jetzt 2, 3 Videos geguckt und noch ein bisschen versucht zu recherchieren, wie man die Lampen korrekt anschließt. Dreh dich so, dass ich im Hintergrund bin. Svenny möchte gerne im Hintergrund sein. Damit man sieht, dass ich was mache. Das war auf jeden Fall haben wir jetzt beschlossen, weil wir nichts Gescheites rausgefunden haben. Wir haben keine Lust mehr zu recherchieren. Wir probieren es jetzt so, wie wir glauben, wie es richtig ist. Try and Error. Und Wie immer. Wir müssen das alles nochmal machen oder es funktioniert. Wir werden sehen. Wie immer. Hä? Wir Ja. probieren da so ein bisschen rum. Sonst kommen wir nicht weiter. Hier? Und das Kabel dann, wo kommt das dran? Da ist blau, da kommt ein blaues Kabel hoch. Da wird hier auf gelb gesteckt, damit hier orange leuchtet. Wenn wir auf weiß stecken, dann leuchtet es weiß. Da wir aber orange wollen, kommt das gelbe. Und hier kommt das rein, was von unten Und hochkommt. wenn wir beide Farben wollen? Geht nicht. Was ist das für eine Kacklampe, ey? Wieso? Ja, ich will ja, wenn ich 2 Farben habe, will ich beide Möglichkeiten haben, oder was? Ja, hast du ja, muss man umstecken. Ja, anschließen. Was machst du? Kabelbinder. Ich glaube echt, dass wir diese Schläuche abmachen müssen, weil das ist echt starr. Man kann sich dann nochmal überlegen, ob man hier vielleicht einfach so ein Blech auch so drüber macht oder so, weißt du? Do you trust me? Dann will ich das jetzt mal aufschneiden. Ja, aber fangen wir hier an. Wir entfernen jetzt vorsichtig das Plastikrohr von dem Plus- und Minuskabel, was von den Lampen hier runter geht, weil wir hier so einen gummiartigen Schlauch verwenden wollen, der dann hier so an der Fensternaht, nennt man das so, Bestimmt. entlang geht. Und dafür ist der einfach zu starr und sieht nicht schön aus. Deswegen müssen wir jetzt vorsichtig dieses Rohr entfernen. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man das so aufreißen könnte, wenn man Handschuhe anhat.
mach das jetzt einfach, ne? Wenn du genug Kabel eingeplant hast. Ich denke schon. 3, 2, 1. Also wir haben den Plastikschlauch jetzt, abgezogen und cutten jetzt einmal das Kabel, damit wir den Gummischlauch draufziehen können und hoffen, dass wir dabei nichts kaputt machen. Oder? Korrekt. Okay, los geht's. Kann ich? Okay. Oh, man hat die aber auch schnell durchgeschnitten. Mit so einem Kabelschneider geht das flott. Nochmal, ne? Oh, hoffentlich war das alles richtig. Das ist wie geschaffen für die Kabel. Das ist die perfekte Größe. Das ist unser Schlauch. Keine Ahnung, welcher Durchmesser. Ziemlich easy, einfach Gummischlauch, selbstklebend und wir erhoffen uns, dass der Kleber so gut hält, dass wir das hier entspannt an der Scheibe runterlegen können. Und so gehe Kabel durch Schlauch. Solche Geduldsspiele bin ich nicht zu haben. Irgendwie müssen wir es ja durchkriegen. Der war nice. Ja gut. Finde ich gut. Aber das blaue Kabel muss dann noch durch. Okay. Und jetzt noch das Blaue in die andere Richtung. Wo hängt's? Keine Ahnung. Das ist viel zu knorpelig. Du bist knorpelig. Kriegst du das denn da ein bisschen durch? Ja, ist halt wieder ein Geduldsspiel. So, letzter Versuch. Wir haben jetzt nochmal das blaue Kabel, was noch fehlt, und ein Draht zusammengetaped. Ziehen jetzt das, was wir schon durch haben, Das Kabel, Rote. das Rote, noch einmal raus. Und dann Dann ist der Draht mit durch, binden das Rote wieder an den Draht und ziehen das wieder zurück. Los. Macht Sinn, oder? Ja, Macht das Sinn? probier mal. Okay. Das rutscht doch einwandfrei. Das hat doch funktioniert. Also das rausziehen. Blau ist da, wo es sein soll. Jetzt machen wir das. Dafür ist Rot und Schwarz nicht mehr da. Genau, wo es sein soll. exakt. So, Svenja. Du ziehst den Draht. Komm schon. Ich bin durch hier. Halleluja. Ich bin so klug. K-L-U-K. Also, Verkabelung ging gestern noch bis 3 Uhr nachts. Dazu gleich mehr. Aber normales Licht, Fernlicht. Normales Licht. Geht der eine Scheinwerfer nicht? Geht alles? Nee, der Scheinwerfer geht nicht. Kaputt. So, also bereit. Nicht wundern, es piept. Und Fernlicht. Jetzt geht das Fernlicht nicht an. Das ist ein Scherz. Ich raste gleich aus. Ich raste gleich aus. Ah, warte. Jetzt geht's bestimmt. Ich wette, jetzt geht's. Es kann nur an diesem einen Pin, der da noch nicht richtig belegt ist, weil der rausgerutscht ist oder so. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Ist jetzt dieser scheiß Schlüssel? Wenn es das nicht war, ne?
Jetzt geht aber hier vorne das Licht nicht mehr. Was? Mach nochmal an. Doch. Svenja. Ich lieb's. Ich krieg richtig Krise und hau alles kaputt. Okay, Test. Normales Licht. Fernlicht. Juhu. Das funktioniert schon mal. Liebe Leute. Also das mit den Lichtern ist so viel komplizierter, als ich gedacht habe. Nicht nur ein bisschen, sondern extrem viel komplizierter, weil der Jimny massegesteuerte Lichter hat. Wusste nicht, dass sowas gibt oder wie das funktioniert. Das Relais ist dafür natürlich überhaupt nicht ausgelegt. Das heißt, ich musste erstmal das komplett rausfinden, wie das überhaupt funktioniert. Das Relais musste neu belegt werden und die Pins mussten umgesteckt werden. Relativ kompliziert. Und ich habe da bis 3 Uhr nachts gestern dran gesessen. Das hat jetzt funktioniert, aber wir haben eigentlich auch noch so eine orangene Parkbeleuchtung an den Lichtern und das funktioniert noch nicht. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert und wie man das rankriegt. Mit dem normalen Relais, wenn es ganz normale Scheinwerfer wären, hätte man das einfach eigentlich zusammengesteckt und das wäre fertig. Leider funktioniert das so überhaupt gar nicht. Ja, aber wir haben Scheinwerfer, Zusatzscheinwerfer auf dem Fernlicht, so wie es sein soll. Das orangene Licht müsst ihr noch mal gucken, wie das funktioniert. Macht mich ein bisschen traurig, aber ist jetzt noch nicht weltbewegend. Frag doch mal die Community. Erklär doch mal. Das Problem ist nämlich, wenn wir das anschließen, so wie eigentlich gedacht, dann leuchten diese orangenen Parklichter leuchten schon, obwohl nicht mal der Schlüssel steckt. Das hängt halt damit zusammen, dass es einen Dauerplus gibt und eben Masse gesteuert ist. Und erst wenn noch der Stromkreis mit Masse geschlossen wird, gehen noch die Scheinwerfer an. Warum aber diese Parkleuchten immer einen geschlossenen Stromkreis haben, auch wenn der Schlüssel nicht steckt und die Zündung nicht an ist und gar nichts, habe ich keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie man quasi dieses Signal aufs Relais setzen muss, damit es auch funktioniert. Und eben nicht aufs Fernlicht angeht, sondern ja nur, wenn das Abblendlicht an ist. Also wenn da jemand Ahnung von hat, wie man ein Relais bei massegesteuerten Scheinwerfern mit quasi 2 Zusatzscheinwerfern, die auch noch Parkleuchten haben, die nicht auf dem Fernlicht leuchten sollen. Ich wollte sagen, schreibt es in die Kommentare, aber vielleicht lieber eine Mail oder so, weil keine Ahnung, das übertrifft das, was ich recherchieren konnte. Also wir hatten es jetzt unterschiedlich angeschlossen. Einmal hat es Dauer geleuchtet und ging aus, wenn man es Abblendlicht angemacht hat. Und einmal hat es Dauer geleuchtet und ging aus, wenn wir die Fernlicht drin Ja, genau. hatten. Und eigentlich soll es ausgehen, wenn das Fernlicht angeschaltet wird und sonst angehen, leuchten, wenn es Abblendlicht an ist. Und wie man das schaltet, kein Dunst. Das ist das Kabel, was quasi ins Relais geht und was dann dafür eigentlich zuständig ist, dass es eben genau so sich verhält, wie wir das wollen. Was aber durch die massegesteuerten Scheinwerfer nicht funktioniert. Hier sind jetzt die Kontakte dran, die quasi nur das orangene Licht ansteuern. Und wenn wir das jetzt, der Schlüssel steckt nicht, keine Zündung, gar nichts. Wenn ich das jetzt aber verbinde, scheinen die sofort. Das heißt, die haben irgendwie durchs Relais, wo Dauerplus drauf ist, aber irgendwie auch Masse. Wahrscheinlich durch die Scheinwerfer, weil die natürlich auch an der Masse sind. Und das kann nur daran liegen, dass es eigentlich auf dem falschen Relais-Pin sitzt, aber ich weiß auch nicht, auf welchen das drauf muss. Das sind ja jetzt auch alle belegt. Sind ja auch alle belegt, aber es kann natürlich auch mit einem anderen Kabel zusammen auf den Pin gehen. Aber es macht ja irgendwie keinen Sinn, wenn das auch aufs Fernlicht auf den Pin geht, weil dann geht das ja wahrscheinlich an, wenn es mit Fernlicht angeht. Tricky, Leute. Ich konnte es noch nicht lösen, ich weiß es nicht. Schön sieht's aus. Schön sieht's aus. Man könnte natürlich einfach einen Schalter dazwischen setzen und es selber an- und ausschalten, aber sobald wir es dann mal vergessen, wenn wir gehen, auszuschalten, dann leuchtet es halt, Batterie ist leer, wenn wir wiederkommen. Aber vergessen wir wirklich so ein Licht? Ja, Sieht wir man kennen doch. uns, wir vergessen das. Na gut, dann musst du mit dem Problem weiterleben. Ja. Oh Mann, das ist ganz schöne Geraffelarbeit. Irgendwie auch nur so halb cool alles, aber es funktioniert. Also
die Scheinwerfer funktionieren, der Schalter, den ich noch eingebaut habe, damit man die auch ausschalten kann, die LED-Bar. Also die funktioniert ja normalerweise auf dem Fernlicht, aber wenn es zum Beispiel schneit oder extrem doll regnet und man hat eine LED-Bar an, dann sieht man eigentlich gar nichts mehr. Deswegen habe ich jetzt noch einen Schalter eingebaut, dass man dann trotzdem das normale Fernlicht benutzen kann, dann die LED-Bar aber nicht mit angeht. Was ich ganz praktisch finde, denn ja, je tiefer das Licht ist bei irgendwie starkem Regen oder Schnee, desto besser ist es und eine LED-Bar ist da echt schlecht für. Aber ansonsten geht sie natürlich immer aufs Fernlicht und mit dem Fernlicht auch wieder weg. So, das haben wir geschafft. Es ist noch nicht final fertig, beziehungsweise nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, denn dieses orangene Standlicht, das funktioniert noch nicht. Da muss ich mal irgendwie einen Experten finden, der mir das erklären kann, wie das funktioniert, oder einer von euch weiß es. Das ist aber dann ein Zukunftsprojekt. Jetzt haben wir LED-Bar erstmal abgeschlossen. Vorerst. So, jetzt hat also alles seinen Platz. Wir haben auch noch hier vorne Schutz für unsere Scheinwerfer angeklebt. Kurz, damit wir so ein kleines Erfolgserlebnis für zwischendurch hatten. Aber was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Feldtest von den Scheinwerfern. Ich bin gespannt auf den Unterschied. Ich auch. Boah, das ist echt fest. Geil. Okay, bereit? Und hopp. Super gut. Kurzes erstes Fazit. Wir haben die Scheinwerfer ein bisschen zu niedrig eingestellt. Das heißt, die leuchten irgendwie direkt vorne vors Auto. Da müssen wir nochmal nachjustieren. Ab 60 km/h pfeifen sie minimal. Da haben wir fast ein bisschen mit gerechnet, aber ich hoffe mal, dass man da noch hinten bei diesen Sensorillen drin, dass es daran liegt. Ansonsten müssen wir gleich, wenn es richtig dunkel ist, mal gucken, wie hell die sind. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das hat man gerade schon ein bisschen gesehen. Peppi, ja, wie so halt während der Fahrt, wie immer eigentlich. Ich glaube, die fühlt sich da wohl in der Box, das funktioniert. Die Box kleppert auch ein ganz bisschen, aber da gibt es noch andere Teile, die man auch hört, deswegen geht es auch. Das funktioniert also auch ganz gut. Ja, wir drehen jetzt hier noch eine kleine Runde mit Peps, weil es doch noch nicht ganz dunkel genug ist, um die Lichter ordentlich zu testen. Ich habe mit dem Pfeifen irgendwie nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Das war jetzt gerade für mich so, oh, die pfeifen ja. Aber nicht laut, das ist wirklich... Ja, aber sie pfeifen. Ein bisschen, ja. Das ist so ein ekliges, dezentes Pfeifen. Also, ja, mal gucken, wie das so... Das kriegen wir gelöst. Und ja, die Box für Peps, die passt wirklich ziemlich gut hinten rein. Das ist auf jeden Fall ein Ort, wo sie ganz entspannt während der Fahrt chillen kann. Und ja. Wir hatten sie ja in der Wohnung stehen und sie ist schon von alleine einfach rein. Deswegen glaube ich, dass ich... Also sie ist ja ein Boxenhund. Sie hat ja auch die Flugtransportboxen immer ziemlich schnell akzeptiert und ein kleiner Höhlenhund. Ja, wenn wir zum Auto gehen, dann hüpft sie auch direkt. Ja, dann steht sie ja schon davor und will direkt reinspringen. Also das passt. Und die Box hat auch echt eine gute Größe, weil sie genau so, wie wir das eingeplant haben, da reinpasst. Größer darf sie halt nicht mehr werden. Nee, aber das wird sie, glaube ich, auch nicht mehr mit 6. Ist sie schon 6? Im Februar wird sie 6, ja. Jetzt ist Februar, am 15.
Peppy hat bald Geburtstag. Eine Sache haben wir komplett vergessen. Oh. Das andere darfst du machen. Sehr nice. Außer dass es pfeift. Da müssen wir uns noch was überlegen. Wobei mich jetzt auf der Rückfahrt das schon gar nicht mehr so gestört hat, muss ich sagen. Tatsächlich. Aber die Lichtqualität ist hervorragend. Ja, aber ich meine, das kennen wir jetzt ja von unserer Fahrt, so wenn man irgendwo in so dunklen Plätzen ankommt oder so. Oder auch vor allen Dingen in Kanada, wo wir da unterwegs waren. Das war schon sehr gut, dass man vernünftiges Licht hat. Der Ducato hat nur so kleine Taschenlampen als Fernlicht. Ist beim Jimny nicht besser. Sehr gute Sache. Gefällt mir. Hier drin fehlt uns auf jeden Fall so ein paar Scheinwerfer. Wir begnügen uns gerade mit dem kleinen Lämpchen hier vorne in der Fahrerkabine. Ja. Hier gibt es keine Fahrerkabine. Nee, das kann man nicht Fahrerkabine Im nennen. Würfel. Ja. Und ja, ein bisschen ist was geschafft. Wir sind auf dem Endspurt. Es war alles ein bisschen kompliziert und hat einfach viel länger gedauert, als wir gedacht hätten. Wie Aus immer. Gründen, das haben wir ja im Video zu Genüge erzählt. Vielleicht habt ihr da ja irgendwie ein paar Infos oder eine Hilfe oder sowas für uns. Ideen, wie wir Genau. den orangenen Streifen noch ankriegen. Exakt. Ansonsten sind wir froh, dass wir es überhaupt verkabelt bekommen haben, dass die Dinger funktionieren. Mega gut. Und wir sind in den letzten Zügen. Heißt das so? Wir sind in den letzten Zügen. Ja, Endspurt haben auf wir dem schon. Endspurt, genau. Like das Video, hype das Video. Das ist für euch kostenlos Yes. und unterstützt unsere Arbeit und wir würden uns riesig drüber freuen. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch nicht, wann es endlich losgeht. Wir können es echt wirklich mittlerweile kaum abwarten. Ja. Wir wollen ins Warme. Absolut. Und ja, Lang ist nicht mehr hin. Wir sind wirklich in den letzten Zügen. Ich weiß, dass ich das nervt, dass ich es nochmal gesagt habe. Aber deshalb ist das Emoji der Woche ein Zug. ja, ab jetzt ist es ein Zug. Okay. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Danke. Ende.